Will you stop with that camera ready, Freddie? Look at this guy, he's nuts. Larry wants some chicken. Alright, Freddie, will you stop? I gotta shoot. Heute Teil 2 zur Roy DeMeo-Reihe. Falls der ein oder andere von euch sich noch daran erinnern kann, Teil 1 hatten wir beendet damit, dass Roy DeMeo von seiner eigenen Crew kalt gemacht wurde. Die Frage stellt sich doch, warum genau wurde Roy DeMeo überhaupt getötet? Im Jahr 1982 übte das FBI enormen Druck auf Roy DeMeo aus in Bezug auf all die vermissten und ermordeten Personen. Auch setzte das FBI Roy DeMeo unter Überwachung. Und zwar jeden Tag, 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Also die haben wirklich jede seiner Bewegungen dokumentiert, katalogisiert, fotografiert. Und die Jungs vom FBI bei einer Abhöraktion folgendes interessantes Telefonat abgefangen. Und zwar hatte Angelo Ruggiero, auch unter dem Spitznamen Quack Quack bekannt, Quack Quack nur, weil er einfach nie Die Schnauze halten konnte. Ja, deswegen hatte er, ich glaube, von John Gotti damals den Spitznamen Quack Quack. Das FBI hat ein Telefonat abgefangen und aufgezeichnet, in dem Angelo Ruggiero mit Gene Gotti, und Gene Gotti, wer es nicht weiß, ist der Bruder von John Gotti. Dieses Gespräch haben die abgefangen und aufgezeichnet, und tatsächlich ging es da drin darum, dass Paul Castellano Roy DeMeo zum Abschuss freigegeben hat. Jetzt war es aber so, es ging nicht um diesen spektakulären Befehl, Roy DeMeo kalt zu machen, sondern auch darum, dass keiner dieser Mafiosi diesen Auftrag ausführen wollte. Ja, die haben sich versucht, darum zu drücken. Ja, auf jeden Fall nicht den Trigger drücken und Roy kalt machen. Alle Mafiosi von Roy echt richtig Schiss hatten. Echt, die hatten richtig Schiss vor Roy, weil Roy ein eiskalter und äußerst effizienter Killer war. Und weil Roy niemals so dumm war, sich ohne seine Crewmitglieder irgendwo zu zeigen oder irgendwo aufzuhalten. Weil ja Roy genau gewusst hat, es kann sein, dass vielleicht ein Hit auf ihn geplant ist oder er irgendwie geklippt wird oder sonst irgendwas. Und allein schon deswegen hat er sich immer mit seinen Jungs irgendwo präsentiert. Ich persönlich gehe eher davon aus, Roy hat schon damit gerechnet, dass irgendein Strike seitens Paul Castellano irgendwann mal auf ihn kommt, weil, kommen wir später noch drauf, Roy echt eine bestimmte Grenze überschritten hat und da ist Ärger echt vorprogrammiert gewesen. Wie dem auch sei, die beiden Gambino-Mafiosi, Angelo Ruggiero und Gene Gotti, haben genau darüber gesprochen. Das FBI hat dann natürlich solche Ohren gemacht, als sie mitbekommen haben, dass Paul Castellano Roy DeMeo Kalt machen lassen will. Unter anderem hat Paul Castellano Roy zum Abschuss freigegeben, weil Big Paulie irgendwann mal sich die Frage gestellt hat, inwiefern ist Roy DeMeo eigentlich noch zuverlässig? Ist er noch zurechnungsfähig? Kann man dem noch vertrauen? Wird der irgendwann mal ein Double-Crosser? Weil ihn vielleicht das FBI in die Mangel. Also überhaupt keine gute Situation. Roy hatte mit der Zeit, wie ich ja gerade gesagt habe, irgendwie auch ein Realitätsproblem bekommen. Denn neben den etwa 70 Auftragsmorden für die Gambino-Familie und vielleicht diverse andere Mafiosi hat Roy entweder rein aus Vergnügen oder aus seiner Paranoia heraus weiterhin Menschen getötet und töten lassen. Geschätzt wird, dass Roy ca. 200 Menschen gekillt hat. Zum Teil Leute, die mit der Mafia und kriminellen Machenschaften null zu tun haben.
der Typ ist komplett aus dem Out of Control geraten. Im Übrigen eine kurze Story. Und zwar, ich weiß nicht mehr, wo genau in New York das war, aber Sammy the Bull Gravano, also der ehemalige Underboss von John Gotti, hat sich mit 3 weiteren Mafiosi in einer Bar in New York getroffen. Ja? Und einer dieser 3 Mafiosi, die damit am Start waren, war Roy DeMeo. Ja? Und die haben sich dort zu 4 getroffen, letzten Endes, um geschäftliche Interessen zu besprechen. Auf jeden Fall ist Sammy aufgefallen, dass, obwohl es so ein wichtiges Thema war, der gute alte Roy so total leer durch die Gegend geklotzt hat und auch noch komplett desinteressiert war. Und ein geldgeiler Mensch wie Roy DeMeo ist nicht interessiert an Geld, dann stimmt da irgendwas nicht. So. Und diese Signale hat Sammy the Bull entsprechend empfangen und verarbeitet und hat dann Roy gefragt, nach einer circa halben, dreiviertel Stunde: Ey Roy, hast du eigentlich mitbekommen, um was es hier geht, oder hast du keinen Bock? Dann frage ich mich, warum du heute überhaupt gekommen bist. Die Antwort von Roy ist noch viel knallharter, denn Roy erwiderte an Sammy: Ey Sammy, wenn du mir jetzt 2 schallgedämpfte Pistolen geben würdest, dann würde ich Die Leute in der Bar um uns herum, die würde ich eiskalt alle zur Hölle schicken. Und weißt du, was das Tolle dabei ist? Mittels eines einfachen Klicks kann ich eine Seele nach der anderen zum Teufel schicken. So viel Macht habe ich mittlerweile. Da ist sogar Sammy the Bull eiskalt den Rücken runtergelaufen. Er hat sich aber nichts anmerken lassen und er hat aber auch gesehen, dass die anderen 2 Mafiosi das Geschwätz von Roy nicht mitbekommen haben. Roy ist dann irgendwann mal auf die Toilette gegangen und Sammy hat den 2 Mafiosi erzählt, was der Typ gerade vom Stapel gelassen hat. Und dann haben die gesagt, ey, wenn wir uns nächstes Mal irgendwo treffen und dieser Typ ist eventuell irgendwo mit dabei, dann sorgen wir dafür, dass ein paar Jungs aufgestellt sind, falls der Typ durchdreht, dass die uns irgendwie wieder rausholen, weil ich werde mich beim Teufel nicht mehr wieder mit Roy irgendwo treffen, weil der Typ ist einfach, he crossed the line, ja. Das war die Aussage. Die finale Eskalationsstufe ist erreicht. Weil Roy DeMeo und einige seiner Crewmitglieder nebenher heimlich Kokain gehandelt und gedealt haben und noch nebenher Geschäfte mit einem kolumbianischen Drogenkartell am Laufen hatten, wurde die Gesamtsituation, in der sich Roy befand, irgendwie immer brenzliger und chaotischer und ganz gefährlich unübersichtlicher. Nun gesellte sich auch noch der Umstand hinzu, dass Roy, paranoid wie er nun mal geworden ist, nach einer hitzigen Verfolgungsjagd mit dem PKW einen ca. 19-jährigen Italo-Amerikaner, der war Student und hieß Dominic Ragucci, mitten auf der Straße kaltblütig abgeknallt hat. Er hat den kompletten Revolver in diesen 19-Jährigen leer geschossen. Und jeder Mafioso in den USA, beziehungsweise in der US-amerikanischen La Cosa Nostra, wusste damals, dass das Dealen, der Handel und der Verkauf von Kokain oder sonstigen Drogen von den Bossen generell verboten wurde. Und mit all diesem Hintergrundwissen, denn Roy war ja von Kindestagen an quasi von der Mafia umgeben, der hat ja die Mafia-Gesetze schon in seinem Blut drin gehabt, hat er ja auch von Anfang an gewusst, von der ersten Sekunde an, dass diese Kokaingeschäfte generell sein Todesurteil sind, sollten die jemals rauskommen. Jetzt könnt ihr euch in etwa vorstellen, unter was für einem Druck Roy war und warum der so exorbitant paranoid geworden ist. Ein weiterer Hintergrund zur Tötung des Studenten Dominic Ragucci war,
Wegen einer gestohlenen Kokainlieferung hatte Roy echt wirklich Riesenprobleme gekriegt mit Mitgliedern eines kolumbianischen Drogenkartells. Quasi mit dem Kartell, mit dem er Geschäfte gemacht. Einer seiner Crewmitglieder hat den Kolumbianern nicht nur das Kokain geklaut, nein, der Typ hat auch noch die ganzen kolumbianischen Drogendealer abgeknallt. In irgendeinem Hotelzimmer und hat auch noch knallhart gedacht, er ist äußerst smart und es würde nie rauskommen. Daraufhin erhielt Roy natürlich einen Strike vom Drogenkartell, sprich, sie haben ihm eine Morddrohung ausgesprochen. Darüber hinaus hat er noch eine Ansage gekriegt, sollte er dieses Chaos umgehend wieder in den Griff bekommen. Zusätzlich musste er nicht nur jetzt das Kokain wieder beschaffen, sondern den Kolumbianern ihr Geld auch noch geben. Ja. Also es wird immer chaotischer da drin. Er sollte im Übrigen auch dafür sorgen, dass die kolumbianischen Bosse einen Zeitungsbericht sehen, in dem drinnen steht, dass in Brooklyn rein zufällig eine Leiche in einem Auto vielleicht gefunden wurde. Man weiß nicht, wo sie herkommt, aber die Kolumbianer und Roy wüssten ja dann in dem Fall, das war der ominöse Kokaindieb. Okay, die wollten also quasi das Koks wieder zurück, das Geld, eine Wiedergutmachung und sie wollten den Kopf von dem Dieb haben. Und das waren die Forderungen, die das Drogenkartell an Roy gestellt haben. Bei Nichterfüllung hätten die Kollegen vom kolumbianischen Drogenkartell eine rein zufällige Nachricht an Big Paul Castellano geschickt, in der drinne steht, dass Roy DeMeo und jetzt dann in dem Fall auch Nino Gaggi extrem tief im Kokain- und Drogenhandel involviert sind und dass Big Paulie jetzt Schulden bei dem kolumbianischen Drogenkartell hat. Die Kolumbianer sind aber sehr großzügig. Sie sehen von der Begleichung in Form von Geld und Kokain ab, weil sie sowieso keinen Nutzen davon haben. Aber dafür reißen sie sich halt komplett Brooklyn und Manhattan unter den Nagel und Big Paulie müsste halt seinen Posten räumen. Wenn es denn soweit gekommen wäre, komplett die Hutschnur geplatzt wäre, weil das wäre ein globaler Kartell-Mafia-Krieg geworden und das will natürlich keiner. Ja? Und schon gar nicht Roy DeMeo und deswegen ist er so am Austicken und Durchdrehen. Nun, unter diesen enormen Druck geraten, dachte der paranoide Roy, dass der kolumbianisch aussehende Student, Achtung, Italo-Amerikaner, der kolumbianisch aussieht, Dominic Ragucci, eben ein Mitglied von dem Drogenkartell war, ihn verfolgen sollte und ihn letzten Endes ermorden sollte. So, also mit dieser Paranoia haben die sich eine Verfolgungsjagd mitten durch die City geliefert und letzten Endes Roy natürlich den armen 19-jährigen Studenten mitten auf der Straße niedergeschossen. Als ob das aber nicht schon genug Chaos ist, musste Roy also unbedingt darauf Acht geben, dass der Boss Paul Castellano von all den Geschehnissen, in denen er involviert war, nichts mitbekommt, weil es wäre ja immer ein Todesurteil von Roy sonst, das da auf ihn wartet. In den Nachrichten jedoch kam er dann letzten Endes heraus, dass der Junge, den Roy abgeschossen hatte, halt eben kein Kolumbianer war, sondern halt tatsächlich ein Student, der seine Studentengeldbörse aufbessern wollte, indem er mit dem PKW von Haus zu Haus fuhr und dann quasi an den Haustüren entsprechend Staubsauger verkaufen wollte. Paul Castellano schaltet die Nachrichten ein und sieht genau diese Nachrichten, okay? Er sieht, dass da ein italo-amerikanischer 9-jähriger Student niedergeschossen wurde. Er sieht, dass anscheinend Roy DeMeo der Schütze war und nebenher hat er auch noch mitbekommen, dass Roy DeMeo tatsächlich Kokain verkauft hat und dass er ein ganz dick im Drogengeschäft war. Summa summarum, Roy hat ungeschriebene Mafia-Gesetze gebrochen, er hat Paul Castellano angelogen, er hat für zusätzlichen Druck in der Gambino-Familie gesorgt. Er wurde vom FBI überwacht, also ist doch wohl klar, dass Big Paulie gesagt hat,
Roy DeMeo muss verschwinden. Und den Auftrag und die Order hat er an Nino Gaggi geleitet. Ja? Und sowas hat sich natürlich in der Familie rumgesprochen. Und das sind die kompletten Hintergründe oder mitunter die wichtigsten und aber auch die chaotischsten Hintergründe, warum Roy DeMeo letzten Endes von seiner eigenen Crew kalt gemacht wurde, ja? Und als Zeichen an alle anderen Mafiosi da draußen haben sie ihn nicht zerstückelt, sondern sie haben ihn von der Polizei finden lassen, und zwar tiefgefroren im Kofferraum anscheinend seines eigenen PKW. Da war jedem Mafioso da draußen klar, wir sollten nicht mit Kokain dealen. denn selbst ein absolut eiskalter Killer wie Roy DeMeo, der von allen gefürchtet wurde, kann sich nicht von den Gesetzen der Mafia verstecken. Sie finden dich einfach überall. Ich hoffe, euch hat der zweite Teil der Roy DeMeo-Reihe gefallen. Ich hoffe, für den einen oder anderen sind ein paar coole Informationen drin gewesen. Und ich freue mich jetzt, euch zum letzten und dritten Teil begrüßen zu dürfen. Hinterlasst mir doch eine Nachricht in der Kommentarbox und schreibt mir doch mal, was haltet ihr von Roy DeMeo und was haltet ihr von der Reaktion von Paul Castellano und wie seht ihr denn das, ob vielleicht Nino Gaggi tatsächlich den Trigger gedrückt hat, mit dem quasi letzten Endes Roy erschossen wurde. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen und hören uns im letzten Teil zur Roy DeMeo-Reihe. Ciao, ciao, ci vediamo!